Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In Es kann nur eine geben, setzt sich Caroline Kebekus, eine der bekanntesten deutschen Komikerinnen und Moderatorinnen, ebenso humorvoll wie ernsthaft mit der Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft auseinander. Das Buch ist kein klassischer Comedy-Ratgeber, sondern eine tiefgründige, persönliche und zugleich sehr unterhaltsame Reflexion über das weibliche Dasein in Deutschland. Kebekus nimmt ihre Leserinnen und Leser mit auf eine authentische Reise durch Erlebnisse, Beobachtungen und Anekdoten. Dabei bleibt sie stets ehrlich, direkt und nahbar. Das Ergebnis ist ein Werk, das sowohl inspiriert als auch anregt, zum Mitlachen, Nachdenken und Weiterdiskutieren. Egal, ob es um Sexismus in den Medien, Missverständnisse zwischen Frauen oder den täglichen Spagat zwischen beruflichen Erwartungen und privaten Herausforderungen geht, Kebekus trifft mit pointiertem Witz immer wieder ins Schwarze. Ihr Buch ist nicht nur ein Appell zu mehr Solidarität und Zusammenhalt unter Frauen, sondern ebenso eine Einladung, gesellschaftliche Muster zu hinterfragen und aufzubrechen. Damit bietet Es kann nur eine geben, sowohl Frauen als auch Männern einen neuen, differenzierten Blick auf bekannte Themen und animiert dazu, sich selbst aktiv einzubringen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Der Mythos von der Einzelkämpferin. Kebekus entlarvt das weit verbreitete Bild, wonach für Frauen angeblich nur eine an der Spitze Platz hat. Sie beleuchtet, wie dieses Strukturdenken in Medien, Alltag und Arbeitswelt dazu führt, dass sich Frauen als Konkurrentinnen begreifen und nicht als Verbündete. Dabei schildert sie aus eigener Erfahrung, welche Situationen diesen Konkurrenzdruck erzeugen. Kebekus argumentiert, dass dieses Gedankenkonstrukt Frauen gegenseitig schwächt und eine größere Solidarität erschwert. Stattdessen plädiert sie für ein Umdenken. Nur gemeinsam und durch gegenseitige Unterstützung lässt sich echte Gleichberechtigung erreichen. Damit fordert sie ein Neudenken von Rollenbildern und eine bewusste Distanzierung von den vermeintlichen gesellschaftlichen Zwängen, die Frauen gegeneinander ausspielen wollen. Am Ende zeigt sie, wie befreiend und stärkend es ist, wenn Frauen sich gegenseitig fördern und inspirieren und dass dadurch Raum für mehr Vielfalt und individuelle Lebensentwürfe geschaffen wird. Zweitens: Frauen in der Unterhaltungsbranche. Ein zentrales Thema des Buchs ist die Rolle von Frauen in der Comedy- und Fernsehbranche. Kebekus berichtet aus eigener Sicht von Herausforderungen, Vorurteilen und Diskriminierungen, mit denen sie und viele ihrer Kolleginnen konfrontiert wurden und werden. Sie beleuchtet, wie Sexismus, Rollenklischees und mangelnde Vorbilder dafür sorgen, dass Frauen im Rampenlicht es noch immer schwerer haben als männliche Kollegen. Besonders eindrucksvoll schildert sie konkrete Anekdoten, wie etwa der Umgang mit sexistischen Sprüchen oder das ständige Hinterfragen eigener Leistungen. Ihr Einblick zeigt aber auch, wie wichtig Beharrlichkeit, Solidarität und Mut zur Veränderung sind. Kebekus macht deutlich, dass Fortschritt möglich ist, wenn Frauen sich vernetzen, auf Missstände aufmerksam machen und sich nicht einschüchtern lassen. Das Kapitel bietet wertvolle Impulse für alle, die in Medien arbeiten oder sich für mehr Gleichstellung engagieren möchten. Drittens: Solidarität und weibliches Miteinander. Ein wesentliches Anliegen von Caroline Kebekus ist die Förderung von Solidarität unter Frauen. Sie beschreibt anschaulich, wie innere und äußere Barrieren den Zusammenhalt erschweren. Stereotype, Neid, aber auch internalisierte gesellschaftliche Erwartungen verhindern oft, dass Frauen sich gegenseitig stärken. Kebekus analysiert, wie wir diese Denkweisen verändern können, durch Ehrlichkeit, Offenheit und echtes Interesse am Erlebnis der anderen. Gemeinschaft entsteht laut Kebekus nicht automatisch, sondern muss aktiv gelebt und gefördert werden, sei es im Berufsleben, in der Familie oder im Freundeskreis. Sie ermutigt Frauen dazu, Netzwerke zu bilden, sich auszutauschen und mutig für andere einzustehen. Ihr Fazit: Nur wer andere unterstützt, wird selbst wachsen und erlebt, wie mächtig weibliches Miteinander sein kann. So wird Solidarität zum Schlüssel für ein freieres, selbstbestimmteres Leben. Viertens:
Gesellschaftliche Erwartungen und Rollenzwänge. Kebekus geht intensiv auf gesellschaftliche Erwartungen gegenüber Frauen ein und legt offen, wie subtil und zugleich massiv diese das Leben beeinflussen können. Sie beschreibt, wie Frauen oft unter Druck stehen, sowohl im Berufsleben als auch privat perfekten Ansprüchen zu genügen. Karriere machen, attraktiv sein, Familie managen und dabei stets gut gelaunt wirken. Kebekus analysiert Ursprünge und Auswirkungen dieser Erwartungen und erzählt, wie sie selbst gelernt hat, diese zu hinterfragen und abzulehnen. Sie zeigt auf, dass der Weg zur Selbstbestimmung Mut und Kraft kostet, aber lohnend ist. Das Kapitel lädt dazu ein, sich von Fremdbildern zu lösen und eigene Werte zu definieren, eine Voraussetzung für echte persönliche Freiheit. Kebekus Erfahrungen und Beispiele machen deutlich, dass ein kritischer Blick auf Rollenklischees jedem helfen kann, die eigenen Möglichkeiten neu auszuloten. Schließlich die Kraft des Humors im Kampf für Gleichberechtigung. Caroline Kebekus nutzt ihren scharfen Witz, um ernste Themen zugänglich zu machen und unbequeme Wahrheiten sichtbar zu machen. Im Buch erklärt sie, warum Humor gerade im Umgang mit gesellschaftlichen Missständen so mächtig ist. Er entlarvt Widersprüche, entwaffnet Vorurteile und ermöglicht einen neuen Zugang zu Debatten. Gleichzeitig schildert Kebekus, wie die gezielte Zuspitzung durch Comedy dabei hilft, Tabus zu brechen und Gespräche anzustoßen, die ohne Lachen schwer zu führen wären. Besonders im Umgang mit Sexismus und Diskriminierung gibt Humor den Betroffenen ein wichtiges Werkzeug, um sich zu wehren, Gehör zu verschaffen und Schmerz in Stärke zu verwandeln. Kebekus zeigt, wie humorvolle Solidarität Veränderungen bewirken kann und dass Lachen eine widerständige Kraft ist, die Mut macht und verbindet. Zusammenfassend: Es kann nur eine geben ist ein inspirierendes, informatives und zugleich unterhaltsames Buch für alle, die gesellschaftliche Strukturen hinterfragen und aktiv an Veränderung teilhaben möchten. Besonders Frauen profitieren von Kebekus Erfahrungen und Denkanstößen, doch auch Männer erhalten wertvolle Einblicke in die Herausforderungen des weiblichen Alltags und die Möglichkeiten, wie Gleichberechtigung gemeinsam verwirklicht werden kann. Wer im Beruf, in der Familie oder im Freundeskreis nach mehr Solidarität, Ehrlichkeit und Verständnis strebt, findet in diesem Buch zahlreiche praktische Impulse und Ermutigung. Die Mischung aus Humor und Tiefgang macht Kebekus' Werk einzigartig. Während andere Bücher zum Thema Gleichstellung oft belehrend oder trocken wirken, gelingt es der Autorin, Leserinnen und Leser mit Leichtigkeit zu berühren und zum Nachdenken zu bringen. Damit hebt sich Es kann nur eine geben deutlich von der Masse ab. Wer dieses Buch kauft, investiert nicht nur in wertvolle Unterhaltung, sondern erhält auch einen Werkzeugkasten für mehr Miteinander, Mut zur Veränderung und neue Perspektiven im Alltag. Wenn Sie unterstützen möchten, Caroline Kebekus, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.